So, guten Morgen. Wir sind in Linz und zwar am Cravallo 2025. Es ist ein Bikepacking bzw. ein Gravel-Event. Es gibt mehrere Routen. Wir fahren über 2 Tage 200 Kilometer Richtung Tschechien. Jo. Jetzt düsen wir mal zum Startpunkt. Da holen wir uns die Nummer und dann geht's los. Danke, ciao. Los geht's. Wir haben schon eine wunderbare erste Panne. Kurze Reparaturbause, jetzt geht's wieder. Das Schaltwerk hat sich gelöst bei einem. Haben wir jetzt wieder anschrauben können. Zum Glück ist die Schraube noch nicht weg gewesen. Und wir haben schon 8,6 Kilometer geschafft. Also wer übrigens behauptet, dass Linz flach ist, sollte mal Cravallo fahren. Da sind wunderschöne Rampen dabei. Da war es jetzt gerade recht knackig. Aber ja, man rechnet ja auch nicht damit, dass wir jetzt 10 Kilometer von Linz weg sind, oder? Echt cool da. Wir sind jetzt 27 Kilometer gefahren. Ganz spannend, weil wir sind die Strecke ja, also letztes Jahr sind wir die 100 Kilometer gefahren und dieses Jahr fahren wir den Overnighter. Und wir kreuzen aber immer wieder die Route vom letzten Jahr und das ist ganz witzig. Und wie ist bisher? Wunderschön. Schau, gell? Also es ist echt spannend und das ist auch letztes wie dieses Jahr so. Man erwartet sich ja, oder wir haben uns von Oberösterreich relativ flach erwartet und dem ist nicht so. Es geht eigentlich stetig bergauf und bergab. Flaschen sind wieder aufgefüllt. Kurze Pause. Jetzt fahren wir mal 17 Kilometer weiter bis nach Haslach. Da schauen wir, dass wir dann was essen. Weil das dürfen wir halt echt nicht unterschätzen. Ein bisschen Mountainbiking, hä? So ein Fäscher, ha? Cool.
Haslach an der Mühl. Was? Haben wir uns her? Ja, was leicht's. Alle happy, oder? Ja. So, gut gegessen haben wir. Jetzt geht's weiter. Der letzte lange Anstieg heute. 208 Höhenmeter rauf. Dann sind wir in Tschechien. Servus. Wir sind in Tschechien. Merkt man gar nicht. Ah, da musst du aus den Grenzübergang suchen. Da fahren wir jetzt übrigens an einem Schwemmkanal entlang, der ziemlich lang ist. Der kommt noch aus dem 18. Jahrhundert, da haben sie Bäume transportiert. So, die ersten Blicke auf den Stausee. Inzwischen hat sich die Gruppe ein bisschen aufgelöst. 2 fahren vorn, 3 hinter mir. Ja, und ich genieße gerade ein bisschen die Alone Time. Und jetzt sind es nur noch 10 Kilometer. Und es geht immer da an der Straße entlang. Schön ist es. Herrlich, gell? Anstrengend. Ja. Schön anstrengend. Das ist es, das stimmt. Ja, ich freue mich jetzt schon auf die Unterkunft. Duschen. Dann hoffentlich noch was Leckeres essen. Oh ja, bitte. Ja, baden wird sich nicht mehr ausgehen. So, unsere Unterkunft. So, ebenfalls. Gut geschmaust. Gerade tun wir noch ein bisschen sitzen und essen und den Sonnenuntergang genießen. Und der Wind geht ein bisschen und deswegen fahren wir jetzt da zurück in die Unterkunft und genau, trinken dann noch ein Bier und ja, gehen dann relativ bald schlafen, weil morgen geht es um 7:30 Uhr weiter. Tschüss! Guten Morgen. Alle happy? Jetzt düsen wir zum Kaffee. So, check one. Wunderbar. Und? Und? Ja, passt. Ja, sieht man's. Ja. Was? Ah ja, da, okay. So, los geht's. Genau, da haben wir jetzt noch gefrühstückt bei dem kleinen Wohnwagen. Jetzt ist das Energielevel wieder halbwegs hoch, weil geschlafen haben wir nicht wahnsinnig gut. Ja, guter Start schon. So, jetzt machen wir uns aber mal auf die Suche nach einer Bäckerei. Jetzt gibt es mal das richtige Frühstück. Ja,
Ja, voll. Super. So, gut gefrühstückt. Weiter geht's. Am Checkpoint Nummer 2 angekommen, beim Affenzeller. Und das Lustige ist, die haben nämlich einen Getränkeautomaten und der ist ziemlich nach meinem Geschmack. Neben antialkoholischen gibt es nämlich auch noch einen Moe, einen Hillinger und weißen Spritzer. Aber das gibt es erst heute Abend. So, Checkpoint 3 haben wir auch hinter uns. Jetzt geht es noch zum Spar. Nochmal was zum Mampfen holen. Wir haben noch, glaube ich, so 25 Kilometer und der härteste Anstieg des Tages kommt heute erst noch. Der wird echt brutal, kennen wir schon vom letzten Jahr. Jo, jetzt holen wir mal vom Spar was, ein bisschen was mampfen und dann geht's weiter. Da geht es jetzt nochmal drüber. Der letzte Anstieg für heute. Nochmal fast 300 Höhenmeter rauf und dann haben wir es. Gut, wir haben jetzt den letzten Anstieg gerade hinter uns. Das war hart, das ist so zart. Also echt von am Ende mit Schotter über 20%. Ja, wir warten jetzt noch auf den Rest. Die müssten gleich da sein. Da sind wir gestern gestartet. Über die Brücke drüber. Da ist noch eine Tour zur Tabakfabrik. Ein wahnsinnig schöner Tag mit wahnsinnig netten Leuten. Es war eine sehr anspruchsvolle Route, was ich so mitgekriegt habe. So, wir fahren gerade zum Auto. Preise sind vergeben. Leider ist kein Titanrahmen geworden. Ja, nächstes Jahr dann wieder probieren. Jo. Wir hoffen, euch hat es wieder gefallen. Es ist immer ein bisschen schwierig bei solchen Events, das alles zu filmen und es rüberzubringen. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao.